Hallo Leute, hier ist David, euer Deutschlehrer von Like Germans. In dem heutigen Video geht es um Letizia, die ein Geheimnis vor ihrem Freund Stefan hat. Schaut das Video bis zum Ende, wenn ihr wissen möchtet, was das Geheimnis ist. Dort wartet auch eine Quizfrage auf euch. Vergesst nicht, wir haben ein Buch geschrieben, German Easy Reader for Beginners. Wenn ihr unsere Geschichten mögt, werdet ihr das Buch lieben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Ich glaube, dass meine Freundin Letizia ein Geheimnis vor mir hat. Ich glaube, dass meine Freundin Letizia ein Geheimnis vor mir hat. In letzter Zeit verhält sie sich sehr eigenartig. Sie redet wenig mit mir und ist immer beschäftigt. In letzter Zeit verhält sie sich sehr eigenartig. Sie redet wenig mit mir und ist immer beschäftigt. Sie wollte sich heute mit mir treffen. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie zu erzählen hat. Sie wollte sich heute mit mir treffen. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie zu erzählen hat. Hallo Stefan, danke, dass du gekommen bist. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges erzählen. Hallo Stefan, danke, dass du gekommen bist. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges erzählen. Natürlich, Letizia. Für dich würde ich alles tun. Was ist denn los? Du hast dich am Telefon sehr nervös angehört. Natürlich, Letizia. Für dich würde ich alles tun. Was ist denn los? Du hast dich am Telefon sehr nervös angehört. Es ist etwas passiert. Ich muss unbedingt mit dir darüber sprechen. Ich weiß aber nicht, wie ich es dir erzählen soll. Es ist etwas passiert. Ich muss unbedingt mit dir darüber sprechen. Ich weiß aber nicht, wie ich es dir erzählen soll. Können wir uns heute Nachmittag bei dir zu Hause treffen und darüber sprechen? Können wir uns heute Nachmittag bei dir zu Hause treffen und darüber sprechen? Willst du mir nicht einfach hier erzählen, was los ist? Willst du mir nicht einfach hier erzählen, was los ist? Es wäre mir lieber, es dir heute Abend in Ruhe zu erzählen. Ich muss mir noch überlegen, was genau ich sagen werde. Es wäre mir lieber, es dir heute Abend in Ruhe zu erzählen. Ich muss mir noch überlegen, was genau ich sagen werde. Okay, kein Problem. Dann komm doch heute um 17 Uhr zu mir. Ich koche uns einen Kaffee und wir reden in Ruhe darüber. Okay, kein Problem. Dann komm doch heute um 17 Uhr zu mir. Ich koche uns einen Kaffee und wir reden in Ruhe darüber. Es ist schon 5:30. Letizia ist sonst immer pünktlich. Irgendetwas stimmt nicht. Es ist schon 5:30. Letizia ist sonst immer pünktlich. Irgendetwas stimmt nicht. Ich muss unbedingt erfahren, was passiert ist. Letizia hat sich heute anders verhalten als sonst. Ich muss unbedingt erfahren, was passiert ist. Letizia hat sich heute anders verhalten als sonst. Ich hoffe, dass sie mich noch liebt. Ich mag sie wirklich sehr. Eine Trennung würde ich nicht verkraften. Ich hoffe, dass sie mich noch liebt. Ich mag sie wirklich sehr. Eine Trennung würde ich nicht verkraften. Hier ist Stefans Haus. Ich habe mir etwas Schickes angezogen. Hier ist Stefans Haus. Ich habe mir etwas Schickes angezogen. Ich sollte jetzt reingehen. Ich bin jetzt schon etwas spät dran.
Ich sollte jetzt reingehen. Ich bin jetzt schon etwas spät dran. Es hat geklingelt. Das muss Leticia sein. Endlich erfahre ich, was los ist. Es hat geklingelt. Das muss Leticia sein. Endlich erfahre ich, was los ist. Hallo Leticia, du siehst wie immer toll aus. Bist du bereit, mir von deinem Geheimnis zu erzählen? Hallo Leticia, du siehst wie immer toll aus. Bist du bereit, mir von deinem Geheimnis zu erzählen? Hallo Stefan, danke dir. Du siehst auch sehr gut aus. Ja, wir können jetzt über alles sprechen. Hallo Stefan, danke dir. Du siehst auch sehr gut aus. Ja, wir können jetzt über alles sprechen. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Ich habe Tee und Kaffee gekocht. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Ich habe Tee und Kaffee gekocht. Sehr gerne, sehr gerne. Also Leticia, ich mache mir wirklich große Sorgen um dich. Du verhältst dich irgendwie anders als sonst. Also Leticia, ich mache mir wirklich große Sorgen um dich. Du verhältst dich irgendwie anders als sonst. Es tut mir leid, Stefan. Sorgen musst du dir aber nicht machen. Es geht mir wieder gut. Es tut mir leid, Stefan. Sorgen musst du dir aber nicht machen. Es geht mir wieder gut. Wieder? Meinst du damit, dass es dir irgendwann nicht gut ging? Es tut mir leid, ich habe davon nichts gemerkt. Wieder? Meinst du damit, dass es dir irgendwann nicht gut ging? Es tut mir leid, ich habe davon nichts gemerkt. Das konntest du auch nicht merken. Ich habe es vor allen geheim gehalten. Das konntest du auch nicht merken. Ich habe es vor allen geheim gehalten. Okay, bitte sag mir, was los ist. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Okay, bitte sag mir, was los ist. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Keine Angst, ich werde es dir erzählen. Ich muss mich vorher nur kurz im Bad frisch machen. Keine Angst, ich werde es dir erzählen. Ich muss mich vorher nur kurz im Bad frisch machen. Ich bin gleich wieder da, Stefan. Ich bin gleich wieder da, Stefan. Ich glaube, sie will mir die Wahrheit nicht erzählen. Ich glaube, sie will mir die Wahrheit nicht erzählen. Sie ist jetzt schon seit 15 Minuten im Bad. Sie ist jetzt schon seit 15 Minuten im Bad. Ich werde schauen, ob es Leticia gut geht. Ich werde schauen, ob es Leticia gut geht. Leticia, geht es dir gut? Ich mache mir Sorgen um dich. Leticia, geht es dir gut? Ich mache mir Sorgen um dich. Du musst keine Angst haben, mir die Wahrheit zu erzählen. Ich werde es verkraften. Du musst keine Angst haben, mir die Wahrheit zu erzählen. Ich werde es verkraften. Ich komme gleich, Stefan. Gib mir bitte noch 5 Minuten Zeit. Ich komme gleich, Stefan. Gib mir bitte noch 5 Minuten Zeit. Okay, kein Problem. Ich warte im Wohnzimmer auf dich. Okay, kein Problem. Ich warte im Wohnzimmer auf dich. Bitte erzähl mir die Wahrheit, Leticia. Ich halte es nicht mehr aus. Bitte erzähl mir die Wahrheit, Leticia. Ich halte es nicht mehr aus. Stefan, das Ding ist, ich wurde adoptiert. Ich wurde adoptiert. Was meinst du damit? Wie hast du das erfahren? Was meinst du damit? Wie hast du das erfahren? Meine Eltern oder besser gesagt Stiefeltern haben es mir vor ein paar Tagen erzählt. Meine Eltern oder besser gesagt Stiefeltern haben es mir vor ein paar Tagen erzählt.
Weißt du denn, wer deine Eltern sind? Weißt du denn, wer deine Eltern sind? Nein, aber ich würde es unglaublich gerne herausfinden. Nein, aber ich würde es unglaublich gerne herausfinden. Ich werde dir dabei helfen. Zusammen schaffen wir das, Leticia. Ich werde dir dabei helfen. Zusammen schaffen wir das, Leticia. Frage für euch. Was trinken Stefan und Leticia? A. Bier, B. Wein oder C. Kaffee? Schreib einen Kommentar.